Wie schädlich ist es, keine Element Change Scrolls zu nutzen? Kommt drauf an, was du machst. Wenn du regelmäßig Dinge machst, für die du unterschiedliche Elemente brauchst, wäre es klüger, sich Zweitwaffen zu besorgen. Zum Beispiel für Kriton reicht ja ein Bloody Jojo. Dafür musst du ja nicht eine Hernes oder sonst was Waffe haben. Kriton ist sauschwach. Also für täglich Kriton würde ich kein Element Change wasten. Da würde ich mir lieber ein Bloody Jojo kaufen mit Blitz. Und dann einfach immer das Bloody Jojo nur für Kriton nutzen. Das ist auf Dauer viel günstiger. Selbiges gilt für Red Meteo, weil Red Meteo so irrelevant ist mittlerweile. Da wäre es dann wahrscheinlich schon fast verschwendet. Aber wenn du das regelmäßig machst, dann solltest du über eine Zweitwaffe nachdenken. Die muss ja auch nicht gut sein, sofern du damit nicht so viel machst. Envy Defts wäre das gleiche jetzt hier bei uns. Der Dungeon ist auch relativ schwach und besteht zum Großteil aus AOE. Da würde auch ein Bloody Jojo reichen als Zweitwaffe. Kommt darauf an, wie oft macht man es und wie wichtig ist es. Bei Solo-Content, bei Sachen, die man einmal am Tag macht, ziemlich unwichtig. Wenn eine Zeit über Anko und so, ich meine, das ist dann schon ein bisschen was anderes. Ich meine, für Anko, ja, da muss man natürlich schon eine krasse Waffe benutzen. Aber wenn du jetzt permanent zwischen 3 Elementen rotieren müsstest, das zahlst dich ja dumm und dämlich in Ele-Changes. Also kann sich auch rentieren, wenn du genug verdienst, wenn sich halt lohnt. Muss man ja selber abschätzen können. Aber für leichte Sachen und so kein Problem. Also letztes Jahr meine ich hatte 3 Bloody Jojos zeitgleich. Eins mit Feuer, eins mit Blitz und eins mit Wasser. Wenn ich mich recht entsinne. 3 Bloody Jojos plus... Ich glaube, das eine war nicht plus 10, oder? Das 2 waren, glaube ich, 10-10 und das dritte war, glaube ich, 10-8 oder so. War vielleicht ein bisschen Overkill. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Das wird wahrscheinlich so ähnlich sein. Letztes Jahr war es halt so, dass irgendwann die Bloody-Waffen komplett abgestürzt sind. Eigentlich so wie jetzt auch, wahrscheinlich. Das heißt, du hast erstens Waffen wie Sand am Meer. Ich meine, ich kann ja nur mal kurz gucken zum Vergleich. Bloody Jojo. Ja, genauso sah es letztes Jahr auch aus. Hier, Bloody Jojo plus 8, plus 10, plus 10, plus 10, plus 9, plus 8, plus 10, 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 plus 9, plus 10, plus 10, plus 8, plus 8, plus 10, plus 9, plus 10, plus 10. Es gibt mehr Bloody Jojos plus 10 als plus 8, 9 und Clean zusammen. Und genau das ist der Punkt, wo es wesentlich günstiger ist, sich einfach eine zweite Waffe zu kaufen, weil ich wette, die Hälfte dieser Jojos ist für unter 500 Mio im Shop. Oder für 500 Mio. Hier, Bloody Jojo plus 10, 500 Mio. Und wie viel Ele-Changes kriegst du für 500 Mio? Gerade mal höchstens 15 Stück wahrscheinlich. Wahrscheinlich sogar noch weniger. Das heißt, nur nach 15 Tagen hättest du das schon wieder rausgeholt. Und wenn du das jetzt 5 Monate lang benutzen würdest, zum Beispiel für Kriton jeden Tag, dann hat sich das schon extrem rentiert. Und du kannst es ja immer wieder noch verkaufen. Natürlich verkaufst du es dann höchstwahrscheinlich mit Verlust. Du verkaufst es höchstwahrscheinlich dann mit Verlust, leider. Das lässt sich nicht ändern, weil es wird natürlich jetzt nicht mehr wert werden. Wenn es jetzt schon so viele gibt, das wird ja nicht besser werden. Aber es geht ja nur darum, ob es unterm Strich günstiger ist. Und das ist es nicht. Das ist es, meine ich. Also es ist nicht günstiger, Ele zu changen, es ist viel günstiger, mehrere Waffen zu haben.